Rund 6% aller in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Autos sind Coupés, in Deutschland sogar über 8%. Das ist eine Marktlücke, die Audi nicht ungenutzt lassen konnte. Aus dieser Erwägung entstand das frontangetriebene Audi Coupé, das mit dem vierradgetriebenen Audi Quattro die Karosseriestruktur gemeinsam hat. Das neue Coupé hat eigenwillige und moderne Linien. Ein tiefer Frontspoiler und ein Heckspoiler sind mitbestimmend für gute Aerodynamik. Kunststoffüberzogene Stoßfänger und seitliche Belege aus dem gleichen Material schützen die Karosserie ringsum. 4 Halogenscheinwerfer gehören mit zur reichhaltigen Ausstattung des Fahrzeugs. Der Wagen hat einen für Coupé-Verhältnisse recht großen Kofferraum. Die dadurch bedingte hohe Lage der unteren Heckscheibenkante ist für die Sicht nach hinten beim Parken und Rangieren sehr behindernd. Coupés sind oft das, was ihr Name besagt: abgeschnittene Limousinen. Die Frontsitze sind in den meisten Fällen nur Notsitze. Nicht so im Audi Coupé, dessen Innenabmessungen bis auf einige Zentimeter Kopfhöhe fast mit der Audi 80 Limousine übereinstimmen. Der Zugang zu den Fondsitzen ist zwar nicht besonders bequem, aber wenn man einmal sitzt, lässt der Komfort wenig zu wünschen übrig. Eine Arretierung, die beim Einstieg nach hinten die vorderen Sitzlehnen in vorgeklappter Position hält, wäre eine willkommene Verbesserung. Sicherheitsgurte sind hinten für 3 Personen vorgesehen. Von den sehr gut geformten Sportsitzen ist der Fahrersitz auch in der Höhe verstellbar und das Gurtschloss liegt zweckmäßig am Sitz. Ablagemöglichkeiten sind reichlich vorhanden. Drehzahlmesser, Verbrauchsanzeige und Tacho liegen gut im Blickfeld und alle Schalter befinden sich in Fingerreichweite vom Lenkrad. 4 schwenkbare Düsen sorgen für reichliche Belüftung. Das Coupé ist mit einer neuen Ausführung des bewährten Audi 5-Zylinder-Vergasermotors ausgestattet und durch einen kürzeren Hub auf knapp über 1,9 Liter reduziert. Das Verdichtungsverhältnis wurde jedoch im Interesse eines hohen Wirkungsgrades und entsprechend niedrigem Verbrauch auf 10:1 erhöht. Zur Verbrauchssenkung dient auch eine digitale Leerlaufregulierung, die dafür sorgt, dass der Motor im Leerlauf möglichst langsam, aber trotzdem rund läuft. Der Motor leistet bei 5.900 Umdrehungen pro Minute 85 kW gleich 115 PS, was bei einem Fahrzeuggewicht von 1020 Kilo gute Fahrleistung ergibt. In dem serienmäßigen 5-Gang-Getriebe ist der 5. als Spargang ausgelegt, bei dem der Motor bei 130 km pro Stunde eine Drehzahl von nur wenig über 3.000 Umdrehungen pro Minute erreicht, was natürlich einen extrem ruhigen Lauf sichert. Die von uns gemessene Höchstgeschwindigkeit wurde im 4. Gang mit 182 km pro Stunde erreicht. Durch den sehr lang übersetzten 5. Gang ist es notwendig, dass bei schnellen Überholmanövern in den 4. oder auch in den 3., der bis 145 reicht, zurückgeschaltet werden muss. Im 4. Gang braucht das Coupé von 80 auf 120 nur 12,4 Sekunden. Im 5. mit 23 Sekunden fast die doppelte Zeit. Bei zügiger Fahrt auf Bundesstraßen ist der 4. der normale Gang. Die Schaltung ist an sich recht gut. Sie hat kurze Wege, ist exakt und leichtgängig. Auch eine Automatik ist lieferbar, allerdings dann nicht mit der erwähnten Spargang-Charakteristik. Was die Kombination von verbrauchsgünstigem Motor mit lang übersetztem 5. Gang bringen kann, zeigt eine Autobahnfahrt von Stuttgart nach München. Soweit der Verkehr es zuließ, wurde voll im 5. Gang gefahren. Unter Berücksichtigung der Tachoabweichung betrug der Verbrauch nur 10,8 Liter auf 100 Kilometer. Die genormten Verbrauchswerte wie folgt: Bei konstant 90 Kilometer pro Stunde 6,5 Liter auf 100 Kilometer, bei konstant 120 8,5 Liter, im Stadtzyklus 12,5 Liter, im Durchschnitt 9,2 Liter Superbenzin auf 100 Kilometer. Zum Vergleich: Renault Fuego GTX 8,8 Liter, Opel Manta 2,0 S 9,0 Liter, Audi Coupé 9,2 Liter, Fiat 131 Sport 10,7 Liter, alle mit Superkraftstoff. Auf der Basis des Durchschnittsverbrauchs hat das Audi Coupé mit einem 68-Liter-Tank einen Aktionsradius von rund 735 Kilometern. Dass dank guter Aerodynamik, leichtem Gewicht und fortschrittlicher Konstruktion ein sparsames Auto nicht unbedingt langsam sein muss, dafür ist das über 180 km/h schnelle Coupé ein gutes Beispiel.
Von 0 auf 100 spurtet der Wagen in nur 10,2 Sekunden. Eine Zeit, die sich unter viersitzigen Autos der 2-Liter-Klasse sehen lassen kann. Zum Vergleich: Fiat 131 Sport 9,5 Sekunden, Audi Coupé 10,2, Renault Fuego GTX 11,0, Opel Manta 2,0 S 11,0 Sekunden. Unsere Messungen bestätigen den subjektiv sehr ruhigen Lauf. Im 5. Gang beträgt das Innengeräusch bei 100 km pro Stunde nur 69 dBA. Auch bei höheren Geschwindigkeiten bleibt der Wagen mechanisch und aerodynamisch recht ruhig. Den guten Fahrleistungen entsprechen auch die Bremsen, die unseren Fading-Test erfolgreich überstanden. Nach 10 Vollbremsungen aus 100 km pro Stunde nacheinander in kürzester Reihenfolge war, obwohl sich der Pedalweg verlängerte, kein nennenswertes Nachlassen der Bremswirkung festzustellen. Das Fahrwerk des Coupés entspricht dem anderer Audi-Modelle. Die Federung ist weich ausgelegt, aber gut gedämpft, was auf normalen Straßen auch bei höherer Geschwindigkeit den Fahrkomfort sichert. Aber auf extrem schlechten Fahrbahnen wie hier sind bei der weichen Federung die Federwege bald erschöpft. Knapp 40 km pro Stunde waren gerade noch tragbar. Die komfortable Auslegung des Fahrwerks schließt gute und sichere Fahreigenschaften keineswegs aus. Das Audi Coupé hat nicht nur einen exakten Geradeauslauf, es fährt sich auch zügig und spurtreu in Kurven. Leichtes Untersteuern sorgt für problemloses Fahrverhalten. In dieser mit etwas über 100 km pro Stunde durchfahrenden Holperkurve schlägt die Federung voll durch. Aber auch in solchen Fällen bleibt der Audi richtungsstabil. Die Kreisbahn zeigt das gutmütige Fahrverhalten. Starke Stabilisatoren halten die Kurvenneigung in Grenzen. Lenkkorrekturen sind kaum notwendig und auch beim plötzlichen Weggehen vom Gaspedal reagiert der Wagen harmlos. Die mittlere Rundenzeit auf der Betonbahn beträgt 14,83 Sekunden. Mit 4,1 Lenkradumdrehungen von Anschlag bis Anschlag ist die Lenkung ziemlich indirekt übersetzt, aber trotzdem genügend exakt. Sie ist im Allgemeinen sehr leichtgängig und erfordert auch beim Parken keinen Kraftaufwand, dafür aber viel Kurbelei. Eine Servolenkung ist gegen Aufpreis erhältlich. Der Wendekreis beträgt 10,40 Meter. Recht gut für ein Auto dieser Größe, dazu noch mit Frontantrieb. Bei starkem Seitenwind erzielt das Coupé keine Glanzleistung. Die Messung erfolgt bei einem Seitenwind von 100 km pro Stunde und gleicher Fahrgeschwindigkeit ohne Lenkkorrekturen. Die mittlere Kursabweichung von 1,30 Meter kann aber noch als ziemlich gering bewertet werden. Weder der künstliche Wolkenbruch noch der hohe Wasserstand in der Regenanlage ergaben irgendwelche Probleme. Es kam kein Wasser in die Karosserie und der Motor blieb fast trocken. Laut Eintrag im Kraftfahrzeugschein beträgt das Außengeräusch 79 dBA. Damit liegt der Wagen nur knapp unter dem zulässigen Grenzwert von 80 dBA. Bei der amtlichen Abgasmessung nach der Europanorm wurden Schadstoffmengen ermittelt, die um 20 bis 30% unter den erlaubten Grenzwerten liegen. Wiederholung der Testwerte. Beschleunigung von 0 auf 100 km pro Stunde 10,2 Sekunden. Beschleunigung von 80 auf 120 km pro Stunde im 4. Gang 12,4 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 183 km pro Stunde. Windabweichung bei 100 km pro Stunde 1,30 Meter. Wendekreis 10,40 Meter. Innengeräusch bei 100 km pro Stunde 69 dBA. Außengeräusch 79 dBA. Abgase 20 bis 30% unter den Grenzwerten. Durchschnittsverbrauch 9,2 Liter auf 100 Kilometer super. Unverbindlicher Richtpreis 21.930 DM. Das sportliche Image eines Coupés mit der Geräumigkeit einer Limousine zu vereinigen, ist keine leichte Sache. Im Audi Coupé ist es gelungen, wobei der 5-Zylindermotor in dieser neuen Ausführung in Verbindung mit dem 5-Gang-Getriebe bei bemerkenswerter Sparsamkeit auch gute Fahrleistungen bietet. Unter winterlichen Verhältnissen sorgt der über die Vorderachse ragende Motor für gute Bodenhaftung, besonders wie hier in Verbindung mit Winterreifen. Mit diesem attraktiven Wagen hat sich Audi auf dem Coupé-Markt nicht nur einen Platz gesichert, sondern auch noch eine offene Lücke ausgefüllt.
Besonders imponiert hat mir an diesem Auto die Laufruhe. Der 5-Zylinder-Motor ist außerordentlich kultiviert und laufruhig. Die Windgeräusche sind sehr gering und auch die Fahrgeräusche gut gedämpft. Die weiche Federung erinnert an die französischer Wagen, aber die Fahreigenschaften haben darunter nicht zu leiden. Auch die Sitze sind außerordentlich gut geformt. Sehr niedrig ist der Verbrauch, besonders auf der Autobahn, wenn man den 5. Gang nutzt. Aber man sollte nicht vergessen, dass der 4. und nicht der 5. der normale Fahrgang ist. Und wer spritzig und sportlich fahren möchte und trotzdem nicht gern schaltet, der sollte den 5. Gang nur dann verwenden, wenn es sich wirklich lohnt. Mich persönlich stört die indirekte Lenkung eigentlich nicht. Aber wer sie sich direkter wünscht, der ist mit der Servolenkung besser bedient. Beim Parken stört mehr als die viele Kurbelei die miserable Sicht nach hinten. Denn Rückwärtsfahren mit diesem Auto ist mehr Rätselraten als Autofahren. Dafür fährt sich aber vorwärts ausgezeichnet.